Ein herzliches Moin wieder aus Ostfriesland, liebe Community. Schön, dass ihr auf unserem Kanal seid. Heute bin ich mal nicht alleine. Ich habe mir hier Unterstützung mit der geholt. Die Valentina begleitet uns heute. Moin. Und vielleicht magst du dich erst mal kurz vorstellen. Sehr gerne. Ich bin Valentina. Ich bin seit kurzem auch in der Homatic IP-Familie und freue mich, dass ich heute auch mal was zeigen kann. Dazu habe ich auch was mitgebracht, nämlich unser neues Homatic IP Keypad. Das sieht so aus. Wir haben es ganz schön in einem silberfarbenen Gehäuse, ein mattiertes schwarzes Keypad oder ich sag mal so leicht anthrazitfarben ist das Ganze mit unserer Zahleneingabe und dazu eben noch Verriegelung und Entriegelung. Ja, so sieht das Ganze aus. Und das habe ich uns heute mal zum Anschauen mitgebracht. Und quasi als ideale Ergänzung zum Türschlossantrieb schön auf dem Tablett präsentiert. Ja? Richtig. Ja, den Türschlossantrieb, den kennt ihr ja schon, mit dem ihr dann quasi über euer Telefon, über euer Smartphone die Haustür öffnen könnt. Natürlich auch verriegeln und entriegeln. Auch eine Schlüsselbund-Fernbedienung haben wir euch ja schon mal vorgestellt als Ergänzung dazu. Aber das hier ist natürlich schon eine Nummer cooler, ne? Muss man echt sagen. Da brauche ich gar nichts mehr mitnehmen. Nee. Kein Schlüssel, kein Handy, nichts dergleichen. Einfach nur den Code im Kopf behalten und schon komme ich ins Haus. Richtig. Und das Schöne ist, der kann auch mit minimal 4 Stellen oder maximal 8 Stellen generiert werden. Wir können bis zu 8 Zutrittscodes definieren. Also auch super für die Kinder zum Beispiel. Ne? Ja. Dann habe ich vielleicht als Erwachsener einen etwas längeren Code. Die Kinder brauchen sich nicht gleich 8 Stellen merken, sondern kommen mit 4 Stellen vielleicht schon aus. Und wahrscheinlich ähnlich, wie wir schon kennen vom Türschlossantrieb, auch auf Zugriffszeiten beschränkt. Ja, also wir können auch in der Woche sagen, montags kommt vielleicht eine Nachhilfelehrerin oder ähnliches und dann ist in der Zeit von 16 bis 18 Uhr die PIN-Eingabe eben freigeschaltet für diesen speziellen PIN. Ja, und das für 8 unterschiedliche Benutzer. Ob es dann die Kinder sind oder die Nachhilfe oder die Schwiegereltern, ja, da habt ihr dann jede Möglichkeit, den Zugang einfach zeitlich zu limitieren. Und natürlich auch wieder zu löschen. Das sollten wir auch erwähnen. Ja. Ihr könnt einfach die Berechtigung wieder herausnehmen aus der App, könnt auch einen ganz anderen PIN-Code vergeben natürlich. Ja, das ist wirklich eine tolle Ergänzung. Vielleicht lass uns noch mal so ein bisschen auf das Gehäuse eingehen. Wie schützen wir das Ganze denn eigentlich gegen Manipulation? Ich meine, wir müssen uns ja nun vorstellen, das Gerät sitzt direkt draußen an der Hauseingangstür, ist für jeden zugänglich. Ja, das haben wir natürlich auch abgedeckt. Und zwar wird bei der Entnahme des Keypads, das geht auch nicht einfach so, ich als Benutzer würde das dann mit einem spitzen Gegenstand hier unten lockern. Dann nehme ich das Keypad raus, erhalte sofort eine Push-Nachricht in der App. Das heißt, Sabotage wurde ausgelöst. Ich weiß das natürlich, wenn ich das selbst war, klar. Aber auch wenn jetzt gewaltsam das Keypad rausgerissen würde, wäre in meiner App sofort eine Push-Mitteilung. Ja, wir reißen das mal raus. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt hier kaputt hebeln würde, aber ich mache es einfach mal über die Rückseite. Genau. Da kann ich das Ganze natürlich auch entspannen. Das geht natürlich nicht, wenn es an der Wand montiert ist, ganz klar. Aber dann können wir euch nämlich gerne mal zeigen, wo ihr diesen Sabotageschalter findet. Das ist nämlich hier in der Mitte des Gerätes ungefähr angebracht und erkennt sofort, wenn das Gerät hier aus der Halterung entnommen wird. Genau. Und dann ist erstmal vorbei, ne? Dann ist erstmal vorbei. Ich kann dann keinen Code eingeben und das Ganze funktioniert dann so nicht mehr. Muss also erstmal über die App wieder freigegeben werden, bevor ich da wieder mit dem Codeschloss arbeiten kann. Ja. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, gegen Manipulation zu schützen. Ja, ich habe über die App auch die Möglichkeit zu sagen, ab wie viel Fehleingaben von PIN-Codes das Keypad gesperrt wird. Ja, falls da wirklich mal jemand sich ein Späßchen macht, ne, die ganze Zeit an der Tür steht, jeden Code ausprobiert. Ja. Wenn man Kinder hat, würde ich natürlich mit denen sprechen, dass man das vielleicht nicht so häufig ausstößt, aber ja. Aber das können wir auch ein bisschen individuell anpassen, mit wie viel Fehlversuchen und wie lange gesperrt wird. Richtig. Bei dem Gerät. Ja, dann lass uns doch mal direkt auf die Spannungsversorgung eingehen. Denn wir installieren das Gerät grundsätzlich ja einfach über 3 Befestigungen an der Wand. Richtig. Montagematerial ist wie üblich dabei, das kennt ihr ja schon von den anderen Geräten. Aber irgendwie fehlt ja hier eine Signalleitung oder eine Spannungsversorgung oder dergleichen. Das ist natürlich das Schöne an so einem Funksystem mit Batteriebetrieb, dass ihr es überall einsetzen könnt. Richtig. Auch in dem Fall haben wir darauf verzichtet, das an Außenleitungen anschließen zu müssen. Das finde ich auch persönlich sehr angenehm. Ich glaube, das ist der Hauptvorteil. Ja, ne? Einfach irgendwo anbringen, wo ihr es mögt, ob an der Fassade, direkt an der Tür oder wo auch immer.
Ein bisschen würde ich auf die Witterungsverhältnisse achten, so ganz pralle Sonne oder Wetterseite würde ich nicht auswählen, aber ansonsten. Ja, ich habe schon gerade gelesen, auf der Unterseite steht auch IP44 als Schutzart. Man kann ja auch ganz schön hier an dieser Gummidichtung sehen, dass wir hier auch auf der sicheren Seite einfach sind, auch bei den Knöpfen. Ja, getestet in ostfriesischen Witterungsverhältnissen. Ganz genau. Ja. Ja, und 2 Batterien haben wir hier für die Spannungsversorgung. Ja, es sind standardmäßig 2 Jahre Laufzeit. Laufzeit würde ich vielleicht nicht sagen, aber Ja, Batteriebetrieb. Also nach über 2 Jahren müsste die Batterien dann mal tauschen. Genau. Ja, aber ich denke, dafür, dass man dann auf eine Spannungsversorgung verzichten kann, was ja auch einen großen Aufwand teils bedeuten kann. Ne? Ich muss erst mal gucken, dass ich da irgendwie raus aus der Fassade durch die Wand eine Spannungszufuhr bekomme. Da wechsle ich dann doch lieber mal alle 2 Jahre die Batterien. Das ist deutlich einfacher, deutlich angenehmer. Und ja, macht das Gerät halt super flexibel in der Anwendung. Wir haben dann hier vorne auch noch einen Näherungssensor. Sobald ich mich jetzt eben meinem Keypad nähere, wird die Tastatur aufleuchten. Und ich kann so auch in dunklen Lichtverhältnissen eben meinen PIN sehen und eingeben. Das wirkt sich auch wieder positiv auf die Batterielaufzeit aus, weil wir natürlich nicht ständig unser Keypad beleuchtet haben. Ja, Also das kann ich so mir auch vorstellen. praktisch. Und neben dem Türöffnen haben wir auch noch andere Möglichkeiten im Homatic IP-System, dieses Gerät einzusetzen. Ja, wir können auch unser Garagentor öffnen. Das geht auch über einen Code, den ich in der App definieren kann. Und ich kann natürlich auch, wie wir das vielleicht schon von der Schlüsselbund-Fernbedienung kennen, unser Coming-Home-Licht anmachen. Das heißt, ich gebe einen PIN-Code ein, drücke auf Entriegeln. Das ist immer die Bestätigung des Ganzen und dann geht zu Hause das Licht an. Klasse. Und dann natürlich sicherlich auch in Verbindung zu bringen mit der Alarmfunktion. Ja, das ist auch ein großer Vorteil. Wir können jetzt über einen Code sagen, ich möchte, dass der Türschlossantrieb meine Haustür aufschließt und gleichzeitig der Vollschutz deaktiviert wird. Klasse, alles mit einem Gerät gelöst. Dann brauchst du nicht mehr mit der App hantieren, brauchst nicht mehr mit der Schlüsselbund-Fernbedienung hantieren. Einfach nur Code eingeben, Entriegeln drücken, dann wird der Schutzmodus deaktiviert und die Tür geht auf. Genau, und genauso natürlich andersrum. Ich kann den Code fürs Verriegeln eingeben und der Vollschutz wird aktiviert. Perfekt. Bestätigung dann natürlich über... Ja, entweder über Verriegeln oder über Entriegeln. Genau. Ne? Der Code ist dann letztendlich derselbe? Ja, der Code ist der gleiche. Genau. Dann entscheidet ihr lediglich nach Codeeingabe, ob ihr verriegeln wollt und scharf schalten. Ist ja eine Option, muss man ja nicht. Ne? Also ihr könnt das selber auswählen. Und Codeingabe und Entriegeln sorgt dann halt dafür, dass sich die Tür öffnet und der Schutzmodus deaktiviert wird. Ja, das ist also unser Keypad. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich finde das super cool. Ich habe mich richtig gefreut, als ich gehört habe, dass du uns das Keypad mitbringst. Ich finde einfach den Einsatzbereich so genial in Kombination hier mit unserem Türschlossantrieb. Kein Schlüssel mehr mitnehmen, einfach nur den Code irgendwie im Kopf behalten. Auch bei den Kindern. Ne? Ich meine, wie oft verliert ein Kind mal einen Schlüssel für die Haustür? Gar nicht so selten. Ja, eben. Und dann kostet das auch richtig Geld, weil du den ganzen Schließzylinder austauschen musst. Und hier einfach irgendwo installieren, irgendwo in Betrieb nehmen, batterieversorgt. Genial. Finde ich klasse. Und ihr, liebe Community, sagt uns doch mal, was ihr von dem Produkt haltet, wie ihr es einsetzt. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Und ja, über einen Daumen hoch freuen wir uns auch natürlich jederzeit. Und ich sag mal, viel Spaß mit dem Keypad. Und weil du das so gut gemacht hast und dich auf das Produkt freust, habe ich dir auch eins mitgebracht zum Testen. Traum. Vielen Dank. Ja. Also werde ich gleich ausprobieren. Danke, Valentina. Gerne.